Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Seit dem Titel- und Taten-Update ist ja einiges passiert, viel neuer Kram ist dazugekommen, aber wir dürfen auch nicht vergessen, dass seit dem Update ja auch die neue Klasse der Pestdoktor released worden ist, den man seitdem her nun spielen kann. Wenn man sich hier einen Charakter aussuchen möchte, kann man den halt eben schon spielen. Und ja, viele warten allerdings auf den Serverstart EU24, bis der released wird, um halt eben den Pestdoktor Competitive von, ja, Serverstart halt eben anfangen zu spielen. Aber es gibt auch schon einige Server bzw. einige Accounts, die sich seit dem Release des Pestdoktors ihm auch schon verschrieben haben und auf älteren Servern schon so rumkursieren, ja. Dazu kann ich euch einfach mal nur zeigen, zum Beispiel anhand von EU23. Der EU23-Server ist ja ein Server, wo der Pestdoktor noch nicht released worden ist, und dort haben halt eben Standardklassen wie der Paladin, Nekromant, Magier haben da so angeführt, ja. Seitdem der Pestdoktor released worden ist, was wie gesagt nach EU23 passiert ist, kann ich euch mal zeigen, wie jetzt der Server aussieht. Boom! Pestdoktor ist auf Platz 1 auf EU23. Das ist die meistgepickte Klasse, obwohl der Pestdoktor erst viel später released worden ist, als EU23 halt existiert. Das ist halt sehr interessant. Das heißt, viele Leute haben im Nachhinein eine Klasse erstellt auf dem Server und den Pestdoktor, um ihn halt eben dort spielen zu können. Ja, und das sieht auf EU23 relativ krass aus, auf EU22 ja, schon gar nicht mehr so krass. Also die Leute haben jetzt den nächstbesten Server genommen, und das hier ist eigentlich so das Standard, ja, die Standardaufteilung Paladin, Necro, Magier. Und wir sehen jetzt schon anhand von EU23, wie krass die Leute gehypt sind auf die Klasse. Und ich bin gespannt, wie es erst auf EU24 aussehen wird. Denn auf Release-Servern haben wir immer gesehen, dass so eine Pickrate von 30-35% immer herrscht und zum Serverstart. Und ja, das allerdings 2 Tage bevor der Server released worden ist, wurde auch die Klasse released. Also 2 Tage vor Server Release kam die Klasse raus. Jetzt haben wir es hier ein bisschen verzögert. Das heißt, die Leute haben viel, viel mehr Zeit, sich die Klasse zu erstellen, die Klasse zu spielen. Deswegen bin ich gespannt, wie es auf EU24 aussehen wird. Ja, ich rechne bald damit, dass die Pre-Registrationsphase bald eingeläutet wird für EU24, sodass wir, bevor der Server startet, schon sehen können, welche Accounts sich auf dem Server halt schon registriert haben und welche Klassen gepickt werden. Wenn das soweit ist, werde ich euch das natürlich auch zeigen, weil natürlich, ja, viele wollen halt eben auch nicht auf so einen Klassen-Server-Release, ja, oder Server, wo die neue Klasse release wird, spielen, weil du halt meistens nur Mirror-Matchups hast. So, ne? Genau, jetzt haben wir aber schon auf EU23 das Szenario, dass viele Leute sich die Klasse erstellen. Und wenn wir jetzt mal unabhängig von dem Server schauen, mal auf alle Klassen gehen, ja, dann sehen wir, dass der Pestdoktor noch nicht so relevant ist, aber das ist natürlich auch klar, da die Klasse erst ein paar Tage alt ist. Ja, so, jetzt nehmen wir mal alle Server hier und werden das Ganze mal nach Pestdoktoren durchsuchen, um mal zu sehen, wer so die höchsten bzw. die stärksten Pestdoktoren momentan gerade so sind. Ja, und da sehen wir wieder, dass Kovo hier als Dr. Co. Jetzt hier den Pestdoktor sich auch verschrieben hat und schon mittlerweile Stufe 333 ist auf EU12. Danach haben wir LX auf EU17 mit 328, Evenui, Sick und Rocket Peter und SCP auf Platz 5, ja, die Top 5 hier. Und insgesamt sehen wir, dass hier Leute schon, ja, gut Bock haben auf jeden Fall, den Pesti so ein bisschen zu testen, ein bisschen anzustöbern und so. Ich habe ihn tatsächlich noch nicht gespielt, seitdem er released worden ist. Ich warte jetzt wirklich auf EU24, so wie wahrscheinlich viele andere auch. Und davor, ja, hatte ich jetzt nicht die Muße gehabt, den jetzt auf einem Live-Server jetzt großartig so zu testen. Ich werde ihn zum Server-Start-Release spielen, ganz standardmäßig. Und ja, das ist jetzt hier sortiert nach den Leveln. Wenn wir jetzt mal nach den Stats schauen, dann sehen wir auch hier, dass Kovo momentan hier auf Platz 1 auch ist, von den Total Stats her als stärkster Pestdoktor momentan gerade. Ja, und ja, das mit einem kleinen Abstand. Der Abstand wird tatsächlich relativ groß, je weiter wir hier runterkommen. Ja, hier unten wird es nachher, hier ist nachher alles relativ gleich aufgeteilt, aber auf den ersten Rängen sind die Abstände dann doch nochmal ziemlich groß auf jeden Fall. Ja.
wir können mal gucken, ob wir einen EU12-Server hier gerade irgendwie zur Verfügung haben. Haben wir am Start. Okay, da müssen wir jetzt wieder die ganzen Achievements hier wegklickern. Ja, das kennen wir ja schon. So, wie hieß er? Dr. Co. müsste er sein. Genau. Jawohl, da haben wir ihn. Pestdoktor Nummer 1 weltweit, gerade hier, so sieht er aus. Ja, das Ganze hier mal so, oh, ist hier sogar von den Ruhmestaten her sogar auf Platz 1 auf dem Server, was ja auch relativ krass ist. 2700 und 2600 Basis-Stat-Punkte hier gerade. Können wir ja mal einen Testangriff mal einfach machen. Zack, da kommt eine Potion rüber, die uns noch nicht gewone-hitted hat. Ich meine, gut, wir sind auch Stufe 208, wir sind nicht Stufe 1 jetzt hier, ja, also wir halten einen Treffer aus, aber das ist natürlich klar, dass wir hier natürlich keine Chance haben, so großartig, ne? So, ja, so sieht das Ganze aus. Er ist hier jetzt momentan gerade 1527. Ja, wird hier wahrscheinlich so ein bisschen eine kleine Aufholjagd machen mit dem Char. Mal gucken, wie weit das geht. Ja, aber ob er hier die ersten Ränge einholt, ist relativ unwahrscheinlich. Genau, so sieht das Ganze aus. Das sind hier momentan die besten Pestdoktoren weltweit von den Stat-Punkten her. Schreibt mir mal in die Kommentare, seid ihr schon, hat es euch schon in den Fingern gekribbelt, dass ihr schon die Pestdoktor-Klasse ausprobieren wolltet oder wartet ihr auf EU24 oder sagt ihr, nö, das Ding, das interessiert mich jetzt mal so gar nicht. Ja, das ist natürlich auch valid so, ne? Aber ich bin gespannt auf jeden Fall, wie dann EU24 aussehen wird in Bezug auf die Klassenauswahl, ne? Weil ich dann schon davon ausgehe, dass es ja, relativ eintönig wird, sage ich mal, ne? So auf EU23, wenn wir jetzt mal hier auf den neuesten Server schauen, haben wir auch vom Level her schon ein paar hohe mit dabei, aber die höchsten spielen tatsächlich eher auf anderen Servern als auf dem neuesten, obwohl hier auch schon viele Leute sich hier Pestdoktor-Accounts drauf erstellt haben, ne? Ja, mal gucken, wann EU24 startet. Ne? Ich bin gespannt auf jeden Fall, weil ich möchte die Klasse definitiv auch testen, aber halt wie gesagt nicht auf einem alten Server, sondern unter neuen Bedingungen, beziehungsweise unter gleichen Bedingungen für jeden, und deswegen, genau, würde ich halt die Experience sehr gerne als Stufe 1 Account auf einem neuen Server mitnehmen wollen, und da bin ich mal gespannt, wie das läuft. Ist ja wie gesagt für mich auch eine Klasse, wo ich überlege, okay, könnte man die vielleicht, ist das was man ins Late Game mitnehmen kann, ist das eine Klasse, die mir langfristig Spaß macht, so. Das will ich halt eben auf EU24 ausprobieren, um mal zu sehen, okay, taugt mir die Klasse was oder ja, ist es dann vielleicht dann doch nichts für mich, ne? Weil wie gesagt, eines Tages möchte ich schon nochmal gerne so einen Tryhard-Account hochziehen von Stufe 1 aus an, ne? Aber das muss dann halt auch, wie gesagt, mit der richtigen Klasse passieren. Den Server dafür hatte ich mir ja schon bereits ausgesucht, welcher dann kommen wird. Allerdings, ja, die Klasse muss man halt eben noch ein bisschen schauen, dass mir da auch die richtige dann zusagt für, ne? Genau, so sieht das Ganze aus. Ansonsten, ja, konzentriere ich mich natürlich voll und ganz auf meinen Main-Account hier weiterhin, dass wir hier weiter vorankommen, dass wir hier in der Ehrenhalle weiter vorankommen und auch halt eben, ja, vor allen Dingen hier in der weltweiten Liste von den Mages auch ein bisschen weiter aufsteigen hier, von den Stat-Punkten her. Deswegen, genau, das ist natürlich nach wie vor immer noch mein Hauptfokus, Top 25 Magier weiterhin hier weltweit, ne, und von allen Chars, sagen wir mal, von Hauptattribut und Ausdauer her, sind wir hier auf Platz 52, ja, leicht rausgerutscht aus der Top 50 weltweit. Ist natürlich klar, Leute equippen sich nach und nach weiter, ne, aber wir sind trotzdem, denke ich mal, immer noch ganz gut am Start. Ja, so sieht das Ganze aus. Wir sind ja auch weiterhin hier noch auf dem Wege, die Begleiter zu equippen. Kunigunde hat es fast geschafft. Ja, es fehlt nur ein Edelstein, dann haben wir Kunigunde schon mal fertig. Marquardt, Bertram fehlen noch, und dann können wir endlich mal wieder in die Schattenwelt und uns ein paar Gegner hier snacken. Denn wie gesagt, die werden mehr als überfällig sein. Dadurch, dass wir Monstergrotte schon vor dem Toiletten-Update fast schon komplett besiegen konnten, beziehungsweise ja die Chancen schon
relativ gut da waren, wird es jetzt halt wahrscheinlich ein Kinderspiel werden, wenn wir die Begleiter ausgerüstet haben mit Steinen, diese dann auch hier zu bezwingen. Das sind wieder 2 Etagen mehr. Mal gucken, vielleicht besiegen wir hier noch eine, hier vielleicht noch eine, vielleicht da noch. Hier wird es, glaube ich, dann nachher schwer. Und dann haben wir wieder ein paar Etagen mehr gesammelt. Mit dem Sandsturm zusammen kommen wir dann unseren großen Achievement näher, den Taten und Titeln hier bei den Dungeons, hier die 2K voll zu machen. Ja, da fehlen uns natürlich noch viele, aber ich denke mal, das Ende ist in greifbarer Nähe. Vielleicht wird es nächstes Jahr was und wir werden uns den Dungeon Master dann hier sichern. Bis dahin war es das aber erstmal soweit von der Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung und Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.